Asetek betritt den Direct Drive Wheelbase Markt und tut dies äußerst ambitioniert. In meinem YouTube-Kanal werde ich mich um Einzeltests und auch Vergleichstests mit anderen Mitbewerbern kümmern. Heute legen wir los mit dem Einzeltest der Asetek Forte Direct Drive Wheelbase 18 Newtonmeter und dem Forte Formula Steering Wheel. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Das Bundle wurde von Asetek zur Verfügung gestellt und ist für einen Langzeittest und den Betrieb in meinem SimRacing Testcenter vorgesehen. Ihr könnt ab heute das Asetek Portfolio in meinem Testcenter selbst unter die Lupe nehmen. Buchen und besuchen heißt die Devise. Alle Infos und das Kontaktformular findet ihr auf meiner Homepage. Es gibt für dieses Review keine Vorgaben, Auflagen oder Verpflichtungen und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters. Doch nun kann's losgehen. Beginnen wir mit einem kurzen Überblick. Vor gut einem Jahr hat Asetek die SimRacing-Bühne mit den hydraulischen Invicta-Pedalen betreten. Reviews dazu findet ihr in meinem Kanal und kurz darauf folgten die Asetek Forte-Pedale. Asetek ist globaler Marktführer in Sachen PC-Wasserkühlungslösungen und in nahezu jedem PC findet ihr Wasserkühlungssysteme vor, unter deren Haube Asetek-Technologie steckt. Mit dem Einstieg ins SimRacing-Geschäft und dem Betrieb eines eigenen GT3-Teams im echten Leben wird nun das weitere Portfolio rund um Wheelbases, Lenkräder und andere SimRacing-Peripherie ausgerollt. Kapitel Nummer 1: Preis und Bezug. Im Asetek Webshop könnt ihr Wheelbases und andere Peripherie separat ordern oder auch zu Bundle-Angeboten greifen. In diesem Review stelle ich euch die Forte Direct Drive Wheelbase 18 Newtonmeter, so heißt dieses Ding, vor. Die Standalone inklusive 20% österreichische Mehrwertsteuer Stand Februar 2023 mit 1058 € zu Buche schlägt. Das Forte Formula Steering Wheel kostet derzeit inklusive 20% Mehrwertsteuersatz 655,45 €. Der bei meinem SimLab SimRig SR2 Motion Rig verbaute Asetek Sim Sports Front Mount, der kostet 151 €. Der bei meinem Simetic K2R eingesetzte Table Mount liegt bei rund um 70 €. Das Formula Wheel kann mit optionalen Klatsch- und Magnetic Pedals ausgestattet werden. Diese schlagen dann mit je 45 € zu Buche. Die Invicta SimRacing Boots, die kosten etwa 100 € und der SimRacing Steering Wheel Mount, kurz gesagt die Wandhalterung für Lenkräder, der kostet 15 €. Weiter stelle ich euch in diesem Review einen Quick Release vor, der es euch erlaubt, auch Lenkräder von Drittanbietern auf einer Asetek Wheelbase einsetzen zu können. Beachtet, dass ihr andere Preise abhängig von eurem Land gültigen Mehrwertsteuersatz ausgewiesen bekommen könnt. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 2, das ist der Lieferumfang. Im Lieferumfang enthalten ist die Forte 18 Newtonmeter Wheelbase, Stromkabel für UK, US und EU und eine On-Off-Buttonbox, eine Torque-Off-Buttonbox, ein 400 Watt Netzteil, das USB-C zu USB-A-Kabel und ein Stickerset. Die Ware kommt sauber verpackt in einer Retail-Verpackung samt Überkarton zu euch ins Haus geliefert. Gleiches gilt für das Forte Formula Lenkrad, welches mit Stickern und einer Pinzette zu euch ins Haus kommt.
Nächstes Kapitel Nummer 3, die Montage. Wie ihr euer Asetek-Paket an einem Rig montiert bekommt, das sehen wir uns am besten live und direkt an. Viel Spaß damit. Gucken wir uns noch die Möglichkeiten an, wie ihr die Asetek Wheelbases an eure Rigs montiert bekommt. Es gibt 4 Möglichkeiten, 2 davon habe ich bei mir zu Hause. Beginnen wir mit dem Bottom Mount. Ich nehme euch jetzt hier mit der Kamera am besten gleich live mit und dann sehen wir uns das am besten live und direkt an. Ihr seht hier diesen Bottom Mount, so wird der genannt. Das ist ein Montage-Bracket, so würde ich dies jetzt bezeichnen. Dies geht hier durch. Das seht ihr hier, von hier unter der Wheelbase durch und hier wieder ran. An diesem könnt ihr dann diese Buttonboxes entsprechend befestigen und mit diesem Bracket wird von unten, von unterseitig her, die Wheelbase entsprechend verbunden. Und dieses Bracket wiederum selbst, das hängt ihr dann hier direkt mit 2 Schrauben links, 2 Schrauben rechts direkt an euer Rig. Hier muss ich berichten, dass bei Simetic K2R mit dieser entsprechenden Wheelbase-Aufnahme das Lochbild passgenau war, um hier 4 Schrauben ohne bohren zu müssen durchfädeln zu können. Das hat out of box genauso funktioniert. Ein sehr einfaches System. Wichtig jetzt für euch, dieses Bracket benötigt unterhalb eine stabile Lösung, ebenso wie eine Wheel-Deck-Aufnahme oder auf einem Tisch, wo ihr dieses Ding dann montieren könnt, mit entsprechenden, ich glaube, da liefert Asetek noch Halteklemmen nach. Das heißt, dieses Bracket ist nicht dafür geeignet, dieses freischwebend, ohne Support von unten zwischen 2 Rig-Holmen zu befestigen. Das heißt, unbedingt eine stabile Unterbau unter diesem Bracket bei dieser Möglichkeit des Bottom Mounts erforderlich. Dann die nächste Montagemöglichkeit, die ich euch heute hier bei mir zeigen kann. Ich nehme euch jetzt hier nochmal mit der Cam gleich mit und drehe euch das etwa, dass ihr dies dann sehen könnt, und noch etwas Licht, das nehmen wir auch mit. Das ist der entsprechende Frontmount, das könnt ihr hier gut erkennen, Frontmount. Warum? Weil eben die Wheelbase von vorne aufgenommen wird. Hier nochmal etwas mehr Licht für euch. Das könnt ihr hier sehen, unter dieser Adapter bzw. Abdeckplatte, die Schrauben werden gelöst, Bilder hänge ich euch mit rein, wird jetzt dieses Frontmount Bracket verbunden und dieses wiederum mit diesen Profilstücken, mit diesen gewinkelten Profilstücken dann an euer Rig gebracht. Das wird dann hier innenseitig verschraubt. Hier könnt ihr dann die Neigung entsprechend anpassen, wie ihr dies benötigt. Bei mir meistens um die 10 bis 15 Grad. Und rückseitig sieht dann die Sache entsprechend so aus. Gehen wir da mal rum ums Rig. Das könnt ihr hier gut erkennen. Das heißt, hier nochmal das gewinkelte Bracket verbunden hier mit diesem Front Mount. Das könnt ihr hier gut sehen. Dann hier durchgefädelt die entsprechenden Buttonboxes und die Verkabelung. Hier habe ich mit Asetek gesprochen. Hier wird es zukünftig auch noch kleine Abdeckkappen geben, damit hier dies rückseitig auch etwas besser verkleidet wird und sauberer und aufgeräumter aussieht. Ja, das ist jetzt einmal die Möglichkeit über den Front Mount. Die stabilste Möglichkeit, so eine Wheelbase jetzt an euer Rig zu bekommen. Hier könnt ihr jetzt vorderseitig nochmal die eingelassenen Buttonboxes sehen. Die schraubt ihr aus dem Gehäuse raus, fädelt die Kabeln aus und habt hier von vorne gesehen eine sehr sauber aufgeräumte Lösung am Start jetzt, um hier entsprechend eure Wheelbase ans Rig zu bekommen. Ein Vorteil dieses Mounts ist, dass ihr unterseitig hier absolut Beinfreiheit habt. Das heißt, nicht eingeschränkt seid. Die platzsparendste und in meinen Augen stabilste Möglichkeit, so eine Wheelbase an einen Rig montiert zu bekommen, ist so ein Front Mount, der dann in meinen Augen sehr gut performt, wenn alles so integriert wurde, wie dies hier bei Asetek der Fall ist.
Weiter geht's mit Kapitel Nummer 4, das ist die Kompatibilität der Hardware. In Sachen Hardware-Kompatibilität handelt es sich bei EasyTech um ein System, welches mit den eigenen EasyTech-Lenkrädern kompatibel ist. Zum Release ist das in diesem Review gezeigte Formula-Lenkrad verfügbar. Weitere Lenkräder, auch in unterschiedlichen Formfaktoren wie GT-Stil, werden noch in diesem Jahr folgen. Drittanbieter-Lenkrad können mit dem optional erhältlichen Quick-Release-Adapter betrieben werden. Mit diesem können dann alle Lenkräder mit dem gängigen 70 mm Lochkreisdurchmesser verbunden und via USB-Verbindung zum PC oder drahtlos, wie es kürzlich mit dem Cube Controls CSX3 Lenkrad gezeigt, dann genutzt werden. Der in diesem Review gezeigte Forte Quick Release ist ausschließlich für die mechanische Verbindung von Lenkrad und Wheelbase verantwortlich. Später wird es einen Invicta Quick Release Adapter geben, welcher eine mechanische und elektronische Verbindung zwischen Lenkrad und Wheelbase bereitstellen wird. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, das ist die Kompatibilität von Plattform und Software. Das EasyTech-Paket ist Stand Februar 2023 ausschließlich mit dem PC kompatibel, wenn der Spielesupport gegeben ist. An einem Konsolensupport arbeitet EasyTech bereits. Ob und wann dieser angeboten werden kann, das entzieht sich meiner Kenntnis. In Sachen Software werden die gängigen Rennspiele unterstützt. Eine Auflistung findet ihr in der RaceHub Software. Über meine getesteten Anwendungen sprechen wir dann sehr ausführlich in ein paar Minuten. Nächstes Kapitel Nummer 6, die Power. Die Forte Wheelbase bringt laut Hersteller ein Spitzendrehmoment von 18 Newtonmeter an die Motorachse. Lasst uns dies am besten wieder live am Rig überprüfen. Der nächste Test ist der Maximal Drehmoment Hardcore Anschlagtest. So heißt dieser Test. Eine eigene Ron-Reviewed Namenskreation. Wir setzen eine Wheelbase auf maximales Drehmoment hoch, in dem Fall 18 Newtonmeter, und fahren hier sinnlos auf so einer Strecke. Ich habe hier aus dem Mod, wie heißt das, Mainz finden, glaube ich, hier abseits der Piste, und drehe einfach ein paar Runden, um so diesen Holding Torque für euch zu simulieren. Jetzt nochmal zu diesen Begriffen zurück. Der Peak Torque, das ist das Spitzendrehmoment, das eine Wheelbase liefert, 18 Newtonmeter in dem Fall. Und Holding Torque, das heißt, wenn jetzt langgezogene Kurven fährt oder hier dauerhaft im Kreis, wie sich dieses Peak Torque Drehmoment dann entsprechend reduziert. Das heißt, diese 18 Newtonmeter werden dann, wenn ihr jetzt hier ewig lang im Kreis fährt, irgendwann mal etwas runtergedrosselt
und das könnt ihr jetzt bei solchen Tests hier rausspüren, ob ihr so ein Fading, so ein Drosseln hier ans Lenkrad bekommt. Das ist sehr anstrengend. Bitte macht solche Tests, solche Maximaltests nicht zu Hause nach. Die entsprechen eigentlich nicht der Realität, aber ich will in meinem Kanal für euch jedes technische Detail beleuchten. Das kennt ihr. Und auch die Wärmeentwicklung von so einer Wheelbase ist dann entsprechend wichtig. Wenn ihr jetzt mit hohen Drehmoment-Settings hier Longstints unterwegs seid, dann könnt ihr mit solchen Kurztests, mit abartigen Settings testen, wie verhält sich dies, werde ich thermische Probleme haben oder nicht. Ich fahre jetzt hier schon seit einiger Zeit hier so sinnlos im Kreis, um diese Wheelbase dauerhaft zu quälen oder mich selbst, das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Es ist sehr anstrengend. Ihr könnt den Schweiß auf meiner Stirn jetzt langsam wahrscheinlich schon erkennen. Ich merke hier absolut kein Fading. Das heißt, diese 18 Newtonmeter, auch in diesen langgezogenen Kurven, Kreiseln, die ich hier drehe, die liegen an, ohne dass ich hier spürbar merke, hier geht irgendein Drehmoment in die Knie. Das heißt, auch hier reden wir dann wirklich von 18 Newtonmeter Spitzendrehmoment, die über längeren Zeitraum hier geboten bekommt, beziehungsweise wesentlich länger als jede Kurve, die ihr auf jedem Racetrack der Welt wahrscheinlich erleben könnt. Das heißt, hier sind wir absolut safe. Das ist ein sehr anstrengendes Szenario. Ihr seht jetzt hier auch am Clipping-Mitte hier oben, der ist immerzu in Richtung Clipping, also Anschlag unterwegs, blitzt dann immerzu rot auf. Auch dies ist wunderbar erkennbar. Und ihr merkt an diesem Setting, wo so eine Wheelbase eigentlich keine Zeit hat, um sich thermisch auszuruhen, wie auf einer Geraden, wie das halt üblich beim Rennstreckenbetrieb ist. Auch in so einem Szenario, diese Wheelbase wird warm. Die wird im normalen Rennbetrieb meistens handwarm, wenn ihr mit normalen Settings unterwegs seid. Hier sind wir jetzt bei so einem verrückten Test bei, ich würde sagen, guten 50, 55 Grad. In etwa, die wird gut warm, aber hier von heiß oder von irgendeinem Runterreduzieren des Drehmoments können wir hier nicht sprechen. Hier sind wir auch mit dem Hardcore Power Setting absolut im grünen Bereich, kein Fading in meinen Augen. Holding Torque Tests auf Anschlag erfolgreich bestanden. Um das Kräfteverhältnis einzuordnen, liegt die Forte Wheelbase damit im Bereich einer Fanatec Podium TD1 mit 20 Newtonmeter und einer Moza R16 Base mit 16 Newtonmeter. Die direkten Vergleiche mit den Mitbewerbern werde ich euch dann in den nächsten Wochen bzw. Monaten in meinem Kanal hochladen. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 7, das ist die Technik. Direct Drive Wheelbases wie die hier vorgestellte EasyTech Forte Wheelbase, die unterscheiden sich von den herkömmlichen und meist günstigeren Einsteiger-Wheelbases bzw. Lenkrädern im Antrieb, bei denen der Antrieb über Zahnrad oder Kombinationen von Zahnrad- und Riemenkonstruktionen ausgeführt ist. Bei Direct Drive Wheels sitzt das Lenkrad direkt auf der Motorachse, um die ganzen Daten möglichst spiel- und latenzfrei übertragen zu können, so wie wir dies auch im realen Motorsport erleben. Über die technischen Unterschiede haben wir des Öfteren in meinem Kanal gesprochen. Klickt in meinem Kanal auf Videos und scrollt etwas zurück, holt die dazu passenden Reviews bei Bedarf nach. Die Kühlung aller EasyTech Wheelbases, die erfolgt passiv und somit ohne Lüfter. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 8, Technik, Abmessungen und Ausstattungen der Forte Wheelbase. Alle technischen Details und die ganzen Abmessungen sehen wir uns am besten wieder live und direkt an der Base und dem Lenkrad an. Was haben wir in Sachen Ausstattung direkt ans Lenkrad gebracht? Bei dem Forte Formula Wheel seht ihr auf den ersten Blick, ihr habt eine große Anzahl an Inputmöglichkeiten, die ihr hier geboten bekommt. Beginnen wir hier rechts oben. Da habt ihr einen Thumb Encoder, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Buttons. Hier oberseitig habt ihr so einen Switch-Schalter, den ihr im 45 Grad Winkel betätigen könnt. Dann einen zweiten Thumb Encoder hier und unterseitig nochmal einen Thumb Encoder. Das heißt symmetrische Bauweise des Lenkrads mit je 3 Thumb Encodern rechts, 3 links und 4, 5, 6 Buttons rechts und linksseitig. Dann habt ihr in der Mitte des Lenkrads diese Drehencoder, nach links drehen, 2 Wege,
1, 2, 3 Stück und dann 2 Stück 7-Wegeschalter. Das heißt, links, rechts drehen, rechts, links, oben, unten und drücken. Das heißt eine komplette Vollausstattung vorderseitig. Weitere Ausstattungsmerkmale: Ihr habt hier bei den Switches 2 LEDs und hier bei den Buttons jeweils 1, 2, 3, 4, 5, 6 LEDs, ebenso rechts-linksseitig. Dann habt ihr die Flag-LEDs eingelassen, das seht ihr hier. Einmal 3 rechts, 3 mal links für Flaggensignale, rote Flagge, dann diverse Sachen, die ihr dann konfigurieren könnt in den Spielen. Und oberseitig habt ihr die Drehzahl-LEDs mit 5, insgesamt 15 Stück LEDs ans Lenkrad gebracht. Das ist die vorderseitige Ausstattung dieses Wheels. Drehen wir das Lenkrad jetzt um. Rückseitig, oberseitig habt ihr diesen Hebel, um das Lenkrad zu lösen vom Quick Release und der dann selbstständig wieder einrastet, wenn ihr das Lenkrad über diese schwalbenschwanzartige Aufnahme hier an die Wheelbase bringt. Was habt ihr jetzt noch rückseitig geboten im Auslieferungszustand? Im Grundpreis klarerweise enthalten sind die Shifter rechts, links. Und jetzt hier ans Lenkrad gebracht die optionalen Möglichkeiten. Da habt ihr oberseitig die Magnetic Pedals und unterseitig die Analog- bzw. Clutch Pedals. Ich glaube, so nennt diese jetzt EasyTech auf deren Homepage. Rückseitig natürlich dann der entsprechende Quick Release, den wir uns dann später noch näher genauer ansehen. Und das war jetzt so die Grundausstattung dieses Lenkrads auf den ersten Blick. Weiter geht's mit den ganzen Abmessungen. Das Forte Formula Lenkrad bringt, legen wir dieses Ding schnell auf die Waage, das bringt out of box 1630 Gramm auf die Waage. Ein relativ schweres Lenkrad, das klarerweise durch diesen sehr massiven Quick Release an Gewicht zunimmt. Welche wichtigen Details habe ich für euch noch rauszumessen? Ihr habt einen Lenkraddurchmesser von um die 290 mm, außenseitig bei den Grips. Ihr habt eine Bauhöhe jetzt hier von 175, mittig gemessen von um die 110 mm. Dann ihr habt eine Bautiefe des Lenkrads hier unterseitig von der Tischkante gemessen 90 mm zur Carbonfrontplatte. Und die Encoder, die tragen mit etwa 25 mm hier nochmal auf. Messen wir uns schnell die ganzen Encoder raus. Da habt ihr mittelseitig, die gehen etwas konisch nach oben, von 18 auf 15 mm hier. Ihr habt diese 7-Wegeschalter, Drehschalter mit 12 mm und dann habt ihr die Buttons, da sind wir bei ungefähr 10 mm gelandet. Weitere Abmessungen für euch ist ein Schaltweg hier über die Pedals. Da habt ihr einen Schaltweg von um die, ich würde sagen, um die 5 bis 6 mm Schaltweg über die Shifter Pedals und die Magnetic Pedals mit derselben Schaltmechanik. Hier sind wir ebenso bei um die 5 mm gelandet. Die Analog Pedals oder Clutch Pedals, da sind wir bei hier von 5, 4, 3 bei um die 2 cm gelandet. Klarerweise dann über den Hebelweg, ihr könnt über diese kleinen Inbusschrauben dann die entsprechenden
Schaltpedals etwas nach außen, nach innen setzen. Ich habe jetzt alle maximal möglich nach außen gesetzt. Ich habe jetzt eher kürzere Finger, um diese sehr komfortabel hier erreichen zu können. Das könnt ihr hier gut sehen. Welche Abmessungen sind für euch noch von Relevanz? Eventuell noch kurz der Quick Release mit einem Außendurchmesser von 70 mm. Ganz wichtig für euch, wenn ihr dieses Lenkrad in hellhörigen Wohnungen betreiben wollt oder jemand neben euch in Ruhe Fernsehen gucken möchte. Ihr habt sehr gut gedämpfte, leise ausgeführte Magnetic-Pedals, die EasyTech entsprechend gedämpft hat. Ich weiß nicht, ob ihr dies sehen könnt, wenn man hier reinguckt, da seht ihr so innenseitig so einen kleinen, das ist so wie ein Filz, der hier eingeklebt wurde, um beim Auslassen dieser Shifter dieses Geräusch entsprechend zu dämpfen. Und das resultiert dann, lasst uns das jetzt am besten hier schnell rausmessen. Da seid ihr im Bereich von um die 68 Dezibel. Das ist eine meiner leisesten Shifter-Mechaniken, die ich bis dato hier im Test hatte. Sehr unaufdringlich, kein lautes Klickgeräusch, trotz Magnetic-Shifter, Geräuschkulisse entsprechend sehr laut runtergedämpft. Dann Auslösefeedback, bleiben wir gleich hier rückseitig bei den Shiftern. Hier habt ihr ein mittelkräftiges Auslösefeedback von um die 1200 Gramm. Ja, das könnt ihr hier gut erkennen, um die 1200 Gramm. Entsprechend dann auch mit dem Hebelweg, wie weit ihr dieses Pedal nach außen oder nach innen setzt. Die Schaltmechanik-Auslösung bei diesen Magnetic Pedals, bei diesen oberseitigen, okay, die ist etwas schwächer, da seid ihr bei um einen Kilo. Hier 1200, 1300 Gramm in etwa und die Analog-Pedals gegen eine Feder lösen aus mit um die 500 Gramm und progressiv dann Richtung 1 Kilogramm, wenn es zur Endlage geht. Das sind jetzt so die Abmessungen, die Kräfte, die für euch von Interesse sind. Vielleicht noch hier bei diesen Buttons die entsprechenden Druckpunkte. Ihr habt einen kurzen Weg, ein eher knackiges Feedback und Auslösekraft von um die 750 Gramm. Messen wir dies hier der Vollständigkeit halber. Ja, gleiches Auslösefeedback hier. Dann, was gibt es für euch noch? Die Thumb-Encoder, die lösen eher leichtgängig aus und die Dreh-Encoder im Gegensatz eher knackig und etwas schwergängiger und auch sehr präzise. Und ich denke, hier haben wir jetzt alle wichtigen Abmessungen für euch durch. Sehen wir uns noch das Material, die Verarbeitung in der Nahaufnahme an. Ihr habt hier diese Rubber Grips, da seht ihr diese zusammengesetzten und verschweißten Halbschalen. Hier habt ihr keinen Grat, das ist sehr eben ausgeführt. Hier spürt ihr die Nahtstellen so gut wie nicht. Dann habt ihr hier eingelassen entsprechende Farbapplikationen und wir sehen uns dann dies auch noch näher an. Ihr könnt diese Grips austauschen, da hänge ich euch die Bilder jetzt Overlay mit rein. Die könnt ihr rausschrauben und diese Grips dann austauschen. Hier wird EasyTech in Zukunft einiges voraussichtlich bieten, um dies entsprechend eurer Präferenzen anpassen zu können.
habt hier von den Materialien hier eine Carbonplatte eingelassen, einmal hier und nach diesem Übergang hier nochmal und hier nochmal eine Carbon-Applikation, so würde ich dies jetzt nennen. Und das komplette Gehäuse, sind 2 Halbschalen aus einem Verbund Kunststoff, wo Carbon, Glasfasern, keine Ahnung, was auch immer, auch ein Gewebe aus Metall hier eingelassen und verbaut wurde, um die Stabilität, die Steifigkeit zu erhöhen. Ich mache für euch dann den Extremtest auch an meiner Asetec Invicta Base mit 27 Newtonmetern und dann gucken wir, wie sich dieses Gehäuse dann im Extremtest unter maximaler Kraft schlägt und ob nichts knarzt. Dann diese ganzen Bedienelemente, das ist Kunststoff, der sich auch wie Kunststoff anfühlt. Die Encoder hier leichtgängige Auslösung und von der Haptik hier die mittelseitigen Encoder, die haben ein knackiges, ein klares Auslösefeedback, das mir persönlich sehr gut gefällt. Die Thumb Encoder etwas leichtgängig, dies könnte in meinen Augen etwas knackiger, etwas präziser sein. Und von der Shifter-Mechanik hier auch, ich habe ein durchschnittliches Auslösefeedback. Das ist nicht super knackig, super hart, super präzise, dafür entsprechend relativ gedämpft. In der Endlage auch ein mittelmäßiges Feedback, so würde ich dies jetzt bezeichnen. Gleiches gilt jetzt für die Clutch Pedals und die oberseitigen Magnetic Pedals. Dann hier habt ihr diesen Hebel, um das Lenkrad vom Quick Release lösen zu können. Und was kann ich euch jetzt noch berichten? Ja, wichtig für euch, ihr habt einen Quick Release aus Vollmetall, das könnt ihr hier gut erkennen. Ich gehe mal etwas näher an die Kamera ran. Das heißt hier alles eine Vollmetallbauweise, die dann innenseitig sich fortsetzt. Hier auch alles Metall und hier innenseitig rein. Das könnt ihr hier nicht mehr erkennen, weil hier diese Abdeckung rundherum wieder aus einem Verbundkunststoff ist. Aber wenn ihr hier reinguckt, seht ihr innenseitig setzt sich die Vollmetallbauweise dieses Quick Releases fort. Auch hier ist Vollmetall und ja, das waren jetzt die diversen Materialien, die Materialauswahl, die Asetec an dieses Formula-Lenkrad bringt. Ein technisches Detail noch in Sachen Quick Release, das könnt ihr hier gut erkennen. Hier habt ihr diese entsprechenden Kontaktflächen und wenn ihr jetzt an die Wheelbase geht, auch hier in Nahaufnahme hänge ich euch die Szenen mit rein, da habt ihr diese Spring-Loaded Pins, die man dann reindrücken kann, um nichts zu beschädigen, worüber dann die ganzen elektronischen Signale und auch die Stromversorgung übermittelt wird, bzw. die Schnittstelle herrscht. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 10, Material, Haptik und die Verarbeitung. Das Gehäuse der Wheelbase und der komplette Quick Release bestehen aus Metall und werden stirnseitig mit Kunststoff Gehäuseteilen abgeschlossen. Haptisch fühlt sich alles sehr sauber und sehr massiv, sehr schwer an. Der Quick Release der Wheelbase ist wie bereits erwähnt aus Vollmetall ausgeführt und fühlt sich ebenso massiv und für so eine eher kompakte Wheelbase sehr wuchtig an. Die Stecker rasten ordentlich hinten in den Buchsen ein. Die Forte Wheelbase fühlt sich schwer an, wenn man diese in Händen hält. Beim Lenkrad kommt ein Materialmix bestehend aus Carbon, Glas und Kunststoff zum Einsatz. Die Lenkrad-Grips sind mit Kunststoff überzogen und fühlen sich sehr griffig an. Die Buttonplate besteht aus echtem Carbon und hinterlässt einen edlen Eindruck. Sämtliche Buttons auf dem Lenkrad rasten knackig ein und haben einen eher kurzen Betätigungsweg. Das Einrastfeedback der Drehschalter ist sehr klar und spielfrei, die Thumb Encoder fühlen sich hingegen etwas leichtgängig an. Kapitel Nummer 9, die Akustik. Es dringen keine störenden metallischen Geräusche oder irgendein Klackern aus der Wheelbase von innen nach außen. Damit ist die Wheelbase absolut wohnzimmertauglich, auch wenn jemand neben dir Fernseh gucken will. Gleiches gilt für den Quick Release, welcher durch die Massivität und Spielfreiheit keinerlei Geräusche von sich gibt. Die Schaltmechanik ist sehr zurückhaltend, was die Geräuschkulisse angeht und somit auch in hellhörigen Wohnungen absolut kein Problem. Weiter geht's mit einem subjektiven Kapitel, Kapitel Nummer 12, die Optik. Die in schwarz gehaltene Wheelbase wirkt mit dem Rippendesign eher dezent und gleichzeitig sportlich. Der Quick Release ist sehr elegant in das Wheelbase-Design vorderseitig integriert.
Mit den vorgestellten Rig-Halterungen lassen sich die Buttonboxes sehr aufgeräumt und in meinen Augen optisch ansprechend in bzw. an ein Rig integrieren. Die LED-Beleuchtung springt ins Auge und kann bei entsprechendem Support auch sinnvoll für Flaggensignale eingesetzt werden. Wenn man die Beleuchtung nicht nutzen möchte, dann schaltet man diese einfach ab oder dreht diese etwas runter. Das Lenkrad kommt in der üblichen Formula-Optik daher und wirkt optisch gesehen sehr üppig ausgestattet. Das LED-Drehzahlband ist sehr breit über das Lenkrad verbaut und umfangreich anpassbar. Gleiches gilt für das Farbschema und die in Zukunft erscheinenden austauschbaren Grips. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 13, die RaceHub Software. An dieser Stelle sehen wir uns alle Details am besten wieder live am Rig an. Wenn ihr die RaceHub Software startet, seht ihr diesen Übersichtsbildschirm, den kennt ihr auch aus meinen Asetek Invicta bzw. Forte Reviews. Ihr schaltet die Wheelbase ein, das System fährt hoch. Ihr seht am grün leuchtenden, konstant leuchtenden Button, das System ist eingeschalten und linksseitig der blaue Torque-Off-Button. Jetzt habt ihr in der Software angezeigt das Steering Wheel, das Forte Formula Wheel, die Wheelbase, in dem Fall die Forte Wheelbase, und bei den Pedalen hier hängen die Forte Pedale von Asetek dran. Über diese Settings bei den Pedalen guckt hierzu die entsprechenden Videos an. Wir kümmern uns heute um die Wheelbase bzw. um das Formula Lenkrad. Wenn ihr jetzt auf den Steering Wheel Button geht, dann habt ihr zuerst die Button Configuration. Du kannst jetzt sagen, du veränderst beispielsweise eine Farbe von dem Button. Das funktioniert so, du klickst diesen Button an, wählst eine passende Farbe dazu, hier rot, und ihr seht hier on the fly wird dieses Rot jetzt übernommen. Ich gehe jetzt wieder zurück zur ursprünglichen Farbe. Welche Möglichkeiten habt ihr noch? Ihr könnt diese Beleuchtung jetzt entsprechend runterdimmen oder entsprechend hell am Start haben, ganz wie ihr wollt. Ihr habt die Möglichkeit, die Shift Lights zu konfigurieren. Da seht ihr hier so einen Reiter von Left to Right, von Center Side oder von Side to Center. Warum übernimmt er jetzt nicht die entsprechenden Einstellungen? Da müsst ihr aufpassen. Ich bin jetzt noch in dem Spiel drinnen. Ich springe hier aus Race Room jetzt in diesem Moment raus. Ich beende Race Room und dann geht es wieder an das direkte Profil, das voreingestellt ist, hier auf diesem Forte Formula Lenkrad. Und jetzt seht ihr Side to Center, das wäre jetzt von der Seite zur Mitte, die entsprechenden RPM-LEDs, from left to right, das heißt Drehzahl ansteigend, oder von Center to Side. Das ist ein Setting, das ich sehr gerne am Start habe. Da kommt dann in den beiden Augenwinkeln über die Peripherie dieser optimale Schaltzeitpunkt exakt wiedergegeben. Das persönlich gefällt mir sehr gut. Du kannst die Shift-Kurve anpassen, wenn du jetzt hier diesen Button klickst, und kannst dann entsprechend diese Werte runtersetzen, entsprechende Kurven hier generieren, ganz wie du möchtest. Das ist dann ganz dir überlassen. Oder hier voreingestellte Kurven, die entsprechend du anpassen kannst. Hier vielleicht nochmal besser zu sehen, from left to right. Seht ihr hier eine lineare Kurve, dann eine flach ansteigende, eine stark ansteigende Kurve, die du dann entsprechend deinen Bedürfnissen anpassen kannst. Nächste Möglichkeit, die du hast, du kannst die Farbe der Buttons entsprechend deinen Bedürfnissen anpassen. Hier siehst du diese 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 und nochmal 5 LEDs, das heißt 15 eingefasste LEDs, die du dann anklicken kannst und dann mit beliebigen Farben, beispielsweise, das kannst du hier gut erkennen, jetzt ebenso deinen Bedürfnissen anpassen kannst. Welche Möglichkeiten hast du noch geboten, wenn du jetzt LEDs hier so anklickst? Das heißt, du kannst jetzt mehrere LEDs anwählen, beispielsweise diese ganze Reihe, und setzt die auf die gelbe Farbe, dann hast du diese in gelb am Start. Wenn du jetzt mehrere angeklickt hast, wie in diesem Fall, du klickst dann auf die Select All Button, dann werden wieder alle automatisch abgewählt. Ja, was gibt es hierzu noch zu sagen? Du kannst eben dieses APM-Limit runtersetzen, ab wann diese dann das Maximum signalisieren können, entsprechend vom Spiel, der Drehzahl, hier bei 97% Drehzahllimit, dann entsprechend der volle Ausschlag über die LEDs, die dir das wiedergeben, was du jetzt im Spiel über die RPM sehen willst. LED-Options, alles klar, Flash at Optimal Shift Point, das heißt, sollen diese LEDs dann am optimalen Shift Point blinken oder nicht.
Ich persönlich mag diesen Blinkeffekt, der dann signalisiert, so der Schaltzeitpunkt, so wie jetzt in diesem Fall, der ist jetzt gekommen. Nächster Button, ihr habt die Flaglights. Ihr könnt die Flaglights, wenn diese jetzt in den Spielen angeboten werden, entsprechend anwählen. Das heißt, rotes Flaggensymbol, Double Yellow, die könnt ihr hier, diese Boxes hier alle anklicken und werdet dann entsprechend in den Spielen, wenn die Spiele dies supporten, Flaglights in den jeweiligen Farben angepasst bzw. angezeigt bekommen, je nachdem, ob eben das Spiel dies supportet oder nicht. Und auch hier könntest du jetzt wieder die Farben ändern. Kommen wir zu den Wheelbase-Settings. Du hast hier die Forte Wheelbase. Für dich wichtig ist, wenn du hier Änderungen vorgenommen hast über den Quick Release, über die Montage, auf jeden Fall kontrolliere am Anfang, bevor du loslegst. Das Lenkrad ist auf mittig gesetzt. Setze es genau zentral, klicke auf Set Center. Das machen wir jetzt hier nochmal. Und dann immer unten bestätigen Save to Wheelbase. Und dann wird dieser Wert direkt an die Wheelbase abgespeichert. Das heißt, erster Schritt, Set Center, nächster Schritt, nächster Button, oberseitig Torque. Du hast hier diverse Settings, die du anpassen, die wir jetzt auch gleich probieren werden. Für dich wichtig, du hast Out of Box das Default Preset, ein F1 2004 Preset und ein Mercedes GT3 Preset. Diese Presets waren in der Firmware bzw. Software so mit dabei. Ich habe dann eigene Profile erstellt für die jeweiligen Spiele. Dies funktioniert sehr einfach. Du klickst hier unterseitig auf diesen Plus-Button, gibst diesem Profil einen Namen, hier Ron Reviewed, Race Room oder wie immer du dies willst, klickst auf Accept und hast hier Ron Reviewed und in Klammer seht ihr noch Unsaved. Das heißt, wenn du jetzt Änderungen vornimmst und du zufrieden bist mit deinem Profil, du klickst hier wiederum auf Save to Wheelbase. Das dauert dann 3 Sekunden und jetzt ist hier oberseitig dieses Unsave-Fenster verschwunden und dieses Profil ist fertig gespeichert. Wir fahren jetzt bei diesem kurzen Test jetzt mal ein paar Runden in Race Room. Ich habe das Ron R3E genannt, ich klicke dieses Profil an, es ist geladen und fertig. Die Möglichkeiten, die du hast, ist out of box den High Torque Modus zu aktivieren. Das heißt, wenn du das maximale Drehmoment von 18 Newtonmeter verwenden möchtest, du aktivierst dies das erste Mal, dann kommt hier so ein Sicherheitshinweis, den du dann Automatical Turn on High Torque when I open Race up. Du kannst dann bei jedem neuen Systemstart, dass dieser automatisch aktiviert wird. Du klickst hier unten diesen Bestätigen-Button und somit ist High Torque immer beim Systemstart automatisch aktiviert. Du hast hier ein Basic-Setting. Das kannst du hier anklicken, dann hast du weniger Settings hier angezeigt oder du gehst gleich auf dieses Advanced Setting, gehen wir kurz das Basic Setting durch. Du hast eine Steering Range, das ist der Lenkwinkel, den du entsprechend anpassen kannst, hier von 180 bis 1440 Grad. In vielen Spielen, die verwalten 900 Grad dann automatisch auf die Fahrzeugklassen. Ich bin jetzt hier in Race Room mit 450 Grad bei den GT3s. Unterwegs. Dann hast du Bump Stop Hardness, das heißt, wenn du an den Bump Stop kommst und setzt diesen auf hart, du kommst jetzt an den Bump Stop, das fühlt sich dann am Endanschlag sehr hart an oder du möchtest am Endanschlag ein weiches Gefühl haben, dann kannst du hier dies entsprechend runterziehen und hast hier so ein eher weiches Gefühl am Endanschlag. Du hast noch eine Bump Stop Range, wenn wir jetzt bei 450 Grad sind, da seht ihr, haben wir maximal diesen Anschlag. Und wenn du jetzt hier nochmal 90 Grad nach rechts drauf gibst, dann kannst du noch 90 Grad über diesen jetzt hinausgehen. Dann, was gibt es jetzt für euch noch Wichtiges bei diesem Setting? Du hast eine Force Feedback, das heißt Overall Force, das heißt in diesem Fall Forte bietet bis zu 18 Newtonmeter Spitzendrehmoment. Ich habe das in den meisten Spielen immer auf maximal aktiviert und setze dann die Einstellungen in-game entsprechend runter, beziehungsweise setze diese auf Buttons beziehungsweise auf die Farm-Encoder bei Race Room. Da kann ich direkt über den Farm-Encoder in-game mein Force Feedback, meine Power rauf oder runter stellen. Du hast dann das Damping, das heißt die Dämpfung kannst du erhöhen, verringern und ein Smoothing jetzt. Und immer wenn du jetzt mit dem Mauszeiger dann über entsprechende Settings geht, das seht ihr dann im Advanced Modus. Das heißt, dann siehst du hier in englischsprachig angezeigt, was denn diese Änderung dieses Sliders auf sich hat. Hier nochmal im Advanced Mode, ich rate diesen zu aktivieren.
Steering Range haben wir im Basic Mode gehabt, Bump Stop Hardness, Bump Stop Range ebenso, und ein sehr wichtiges Setting für euch ist High Frequency Limit. Da kannst du einstellen, bis zu welcher Frequenzhöhe entsprechende Effekte du ans Lenkrad geliefert bekommst. Wenn dich diese hohen Frequenzen stören, dann setze dieses High Frequency Limit hier runter. Gehen wir mal auf 100 Hertz. Dann, ihr seht oben wieder Unsaved. Ich klicke jetzt auf Save to Wheelbase. Dann wird dieses Ding auf der Wheelbase gespeichert. Wir springen wieder in unser Spiel rein, in dem Fall unser Race Room. Spiel gestartet, um jetzt die Settings nochmal kurz für euch durchzugehen. Jetzt haben wir dieses High Frequency Limit runtergesetzt auf nur 100 Hertz. Das heißt, alle Effekte, die über den 100 Hertz Frequenzbereich hinausgehen, die werden abgeschnitten. Man muss jetzt vorsichtig sein, wenn du in diesem Bereich unterwegs bist, dann hast du nur eher diese tiefen Frequenzen, diese dumpfen Force-Feedback-Effekte am Lenkrad. Das kann dir dann eventuell etwas zu gedämpft vorkommen und du vermisst dann diese Höherfrequenzbereiche jetzt hier am Lenkrad, die für manchen, wenn die zu hochfrequenzig unterwegs sind, so würde ich dies jetzt formulieren, klingt etwas komisch, sich nervös anfühlen. Hier gilt es eben für dich, so einen Mittelweg zu finden, und da rate ich einfach und unbedingt diese Settings durchzuprobieren. Mit Alt-Tab springst du dann wieder gleich raus aus dem Spiel und hier entsprechend in deine Race Hub Software. Ich setze jetzt dieses High Frequency Limit einmal hoch auf, keine Ahnung, 3300 Hertz. Kurz auf Bestätigen geklickt, wieder ins Spiel reingesprungen. Und dann spürst du auf den ersten Metern, wenn du jetzt etwas über die Curbs fährst, dass du viel höhere und feinere Frequenzen jetzt ans Lenkrad geboten bekommst. Ich habe auch so einen kleinen Schalteffekt über Race Room hier ans Lenkrad. Das mag ich relativ gern, der diesen verstärkt, eben über das Force Feedback. Den spürst du bei dem Limit von 100 Hertz nicht. Der spielt sich im höheren Frequenzbereich ab. Und jetzt, wo ich dieses Limit hochgesetzt habe, spüre ich auch hier diesen Schalteffekt durch. Ich spüre mehr, feinere, höher Frequenz Force Feedback Settings jetzt mit diesen Settings. Also ich rate, wenn du, so wie ich, jetzt diese rauen Settings, transparenten Settings an der Wheelbase, an dem Lenkrad bevorzugst, diesen Wert unbedingt nach oben zu setzen. In meinen Augen war dieser auf der SimRacing Expo 2022 etwas zu weit runtergedämpft und für meinen Geschmack nicht optimal. Gehen wir zum Bereich Damping, wiederum mit dem Mauszeiger über dieses entsprechende Settings. Damping ist etwas Selbsterklärendes. Wenn du jetzt Damping, eine Dämpfung aufs Lenkrad drauf gibst, dann wird dieses alles etwas verschwommener, nicht so kristallklar. Gehen wir hier mal auf 100% einfach hoch. Und jetzt, wenn du mit dem Damping weiterfährst, dann wirst du merken, dass sich das Lenkrad einfach gedämpfter, etwas verwaschener das Force Feedback anfühlt. Nächstes Setting ist die Friction, die Reibung. Wenn du mit diesem Setting jetzt etwas nach oben gehst, dann hast du so eine innere Reibung, die dann den Realismus entsprechend simulieren soll. Auch hier ziehen wir mal dieses Setting nach oben und ins Spiel reingesprungen bedeutet dies dann für uns. Und du hast etwas mehr Widerstand in der Drehbewegung des Lenkrads. Das heißt, hier wird ein Reibungseffekt einfach simuliert über die Lenkachse. Dann auch eine Geschmackssache. Für mich hat dies auch so ein Gefühl dann von etwas Trägheit, die dann ans Lenkrad kommt. Ja, auch hier empfehle ich unbedingt eben dieses Setting durchzutesten. Ich gebe euch einfach hier meine üblichen Settings jetzt nochmal durch. Auch bei Inertia bin ich im Bereich Friction bin ich im Bereich üblicherweise eher niedrig unterwegs, 10–12%, das sind so meine Settings. Nächster Punkt, Inertia, da wird so ein Gewicht am Lenkrad simuliert. Das heißt, dass sich dies alles etwas schwerer anfühlt. Auch hier aktiviere dieses Setting einfach. Ich rate immer diese 0%, 100% Tests, damit du sofort rausspürst, was so ein Effekt dann für Auswirkungen für dich an der Strecke hat. Da empfehle ich, wenn du es genau nehmen willst, diese Änderungen
in den diversen Anwendungen immer neu anzupassen und die Profile dazu zu speichern. Ihr habt diverse Spiele, die auf solche Änderungen sehr stark reagieren, manche Anwendungen kaum oder fast gar nicht. Und hier gilt es dann, deine Profile entsprechend hier anzupassen. Das ist ein Kann und kein Muss. Du kannst dieses Standardprofil jetzt Default hier aus der RaceHub Software unternehmen und bist gut unterwegs in meinen Augen, gut abgestimmt, etwas zu gedämpft in meinen Augen. Also ich rate hier diese Frequenzbereiche, wie vorhin erwähnt, etwas hochzusetzen. Aber ansonsten sind diese Voreinstellungen in meinen Augen über die RaceHub Software gut gewählt. Gehen wir jetzt nochmal zurück in die Software. Hier setze ich Inertia meistens komplett raus. Du hast den Corner Force Assist, das ist so ein Feature, auch mit dem kannst du etwas rumspielen. Das heißt, der soll in Kurven, in länger gezogenen Kurven mehr Gefühl, mehr Force Feedback ans Lenkrad bringen und setzt dafür dann auf den Geraden die Power etwas nach unten, das Force Feedback. Auch hier heißt es, etwas auszuprobieren, ob dir dies gefällt oder nicht. Torque Behavior Prediction, das ist auch so ein Punkt, mit dem du aufpassen solltest. Setzt du den sehr weit nach oben, hast du sehr ein glattes, eher matschiges Gefühl am Lenkrad. Mir persönlich gefällt hier am besten Setting 0 oder 1. Der nächste Punkt, Torque Acceleration Limit. Das heißt, das Drehmoment, wie schnell dies beschleunigt wird, die Slew Rates, auch so wird dies bezeichnet, maximal 6,7 Newtonmeter pro Millisekunde. Das heißt, in jeder Millisekunde kann diese Wheelbase von 0 plus 6,7 Newtonmeter maximal draufpacken. Das heißt, in 2,5 Millisekunden kann diese Wheelbase von 0 auf ihre maximal 18 Newtonmeter hochgehen. Dies macht ein sehr aggressives Force Feedback. Das testen wir jetzt nochmal durch. Save to the Wheelbase und wieder rein ins Spiel. Das heißt, hier setzt dieses Force Feedback möglichst schnell in extrem kurzer Zeit, in 2-3 Millisekunden von 0 auf maximale Power. Das spürst du dann auch an einem sehr aggressiven, sehr schnellen, direkten Force Feedback, wie dies einsetzt, insbesondere dann, wenn du jetzt mit der Power etwas nach oben gehst. Ich drehe hier über den Farm-Encoder meinen Force Feedback Multiplier etwas hoch. Und wenn du jetzt hier über die Curbs zum Beispiel fährst und du hörst jetzt auch diese harten, schnell kommenden Frequenzen, die sich übers Rig übertragen, beziehungsweise hier beim Einlenkpunkt, wenn du jetzt so eine Kurve anbremst und einlenkst, dann hast du sofort sehr schnell ein hohes Force Feedback generiert. Wenn du diesen Wert zu hoch setzt, das wirkt dann etwas unnatürlich, weil im echten Leben sich auch über die Straßeneffekte, über die Reifen, über die Gummis, das Fahrwerk, dieses Feedback an einem Lenkrad nicht so extrem schnell aufbaut, wie du dies hier einstellen kannst. Also hier empfehle ich, über meine ganzen Testrunden hat sich für mich gut bewährt, so ein Acceleration Limit von um die 2,5 bis 3 Newtonmeter pro Millisekunde. Ich setze dies jetzt mal auf 2,5 runter. Dann fahren wir noch ein Stückchen hier weiter. Und dann ist dies so ein Wert für mich, wo dieser Effekt bzw. das Force Feedback nicht verzögert oder nicht mit Lag, da dürft ihr mich nicht falsch verstehen. Wir sprechen hier von Millisekunden, in denen sich dies abspielt. Aber das ist so ein Effekt, der sich für mich persönlich dann sehr gut anfühlt. Ja, dann habt ihr den untersten Parameter, der ist in meinen Augen auch selbsterklärend, aber gucken wir jetzt mal Anti-Oscillation. Ihr seht auf einer Geraden, ich habe hier mit diesem Force Feedback, auch wenn ich es runterdrehe oder raufdrehe, keine Probleme mit dem Oszillieren des Lenkrades. Wenn ihr dies in dem Spiel habt, dann guckt entsprechend auf den Parameter, den seht ihr ganz unten dann in den Advanced Settings hier eingeblendet. Da sind wir bei, wie heißt dieser, Anti-Oscillation, und da könnt ihr diesen Wert hoch oder runter drehen. Meistens, beziehungsweise bei meinen Testläufen, hatte ich keinen Bedarf, hier etwas zu verändern. Ihr habt die LED-Settings hier an der Wheelbase, das heißt, ihr könnt diese LED-Farbe entsprechend verändern. Das seht ihr, das geht hier on the fly. Entsprechend die Helligkeit verändern, dünkler oder heller. Ihr könnt die Lights komplett ausschalten oder wieder einschalten oder die Default, die Asetek Branding Farbe in diesem Orange mit Default Color aktivieren.
Dann nächster Punkt, hier wiederum Save to Wheelbase. Nächster Punkt, die Safety Automatic Centering Spring heißt, wie sich euer Lenkrad jetzt automatisch an die Mittelachse orientiert. Das heißt, auch hier könnt ihr diese entsprechend einstellen, wenn ihr jetzt nicht gerade in dem Spiel drin seid. Hands-off Detection, das heißt, wenn du jetzt unterwegs bist und die Hände vom Lenkrad nimmst, dann kann diese Wheelbase erkennen, okay, jetzt ist eine Gefahr und nimmt komplett das Force-Feedback raus, um hier dich zu schützen. In meinen Augen in diesem Kraftbereich nicht unbedingt vonnöten, aber entscheidet hier selbst, ob ihr dies eben wollt oder nicht. Nächster Punkt sind dann noch die Notifications, das heißt Sound, wenn sich dieses Ding einschaltet mit Beep oder Torque Off, wiederum Beep und so weiter und so fort. Die könnt ihr enabled lassen, dann hört ihr dies oder ausschalten, wenn euch dies entsprechend nervt. Das waren jetzt so mal die wichtigsten Dinge. Für euch noch ein ganz wichtiger Punkt hier bei diesem Info-Button, den klickt ihr drauf, dann seht ihr Wheelbase Info Update Wheelbase, hier ausgegraut, aktuellste Version, hier stand Februar 2023 1.2.5.1 und wenn ihr dieses Ding einschaltet, bekommt ihr immer rechts diese Buttons, die euch dann hinweisen, gibt es etwas zu updaten oder nicht. Das sind One-Click-Updates, die funktionieren in meinen Augen einwandfrei. Die letzten wichtigen Menüpunkte für euch, ihr könnt hier über die Support-Homepage bzw. Store, werdet ihr verlinkt über die Asetek Homepage und für euch ganz wichtig hier oben dieser Settings-Button, Detected Games, das heißt die erkannten Spiele auf meinem System, Assetto Corsa, Competizione und so weiter und so fort. Und wenn ihr so einen blauen und wenn ihr so einen grünen Haken rechts hier seht, automatisch erkannt, kein Setup erforderlich. Das war bei diesen ganzen Spielen hier eben der Fall. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Automobilista 2 hier Open Guide drückt und ihr klickt hier drauf, dann öffnet sich so ein Anweisungsfenster, das über eine, ich ziehe euch das jetzt hier schnell nochmal rein, über eine PDF eingebettet ist. Und hier gibt es dann so kleine Hinweise, dass du bei Automobilista jetzt auf System klicken musst und im System Set Shared Memory to Project Cast 2 anklicken sollst bzw. aktivieren, damit dann alles hier ordnungsgemäß läuft. Das sind sehr gute Hinweise, die hier eingeblendet werden, wenn etwas nicht out of box funktioniert. Undetected Games, Spiele, die ich derzeit nicht installiert habe, aber mit grünen Haken, die out of box problemlos lauffähig sind. Die wichtigsten Spiele out of box, die laufen klarerweise für euch, sind iRacing, R-Factor, Assetto Corsa, Formel 1 und so weiter und so fort. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 14, das ist der Quick Release Adapter für Drittanbieter Lenkräder. Asetek bringt zu Release einen Quick Release Adapter an den Start, mit dem ihr auch Lenkräder von Drittanbietern mit Asetek Wheelbases einsetzen könnt. Was es damit auf sich hat, das sehen wir uns wiederum am besten live und direkt an. Zum Asetek Direct Drive Wheelbases Release wird es einen Quick Release geben, um Drittanbieter Lenkräder mit Asetek Wheelbases betreiben zu können. Was bedeutet dies? Drittanbieter Lenkräder sind Lenkräder eines beliebigen Herstellers, die ihr dann aber auf Asetek Wheelbases
verbinden könnt. Hier wird es zwei Arten von Quick Releases geben. Einen Forte Quick Release, den ich euch heute zeige, der ist rein für eine mechanische Verbindung zuständig. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es einen Invicta Quick Release geben, der eine mechanische und elektrische Verbindung zu Asetek Wheelbases mitbringt. Ich zeige euch jetzt kurz, wie das funktioniert, wie ihr dies zusammensetzt, an ein Rig bringt. In Sachen Drittanbieterlenkrad zeige ich euch dies jetzt an dem erst vor kürzlich reviewten Grid Engineering MPX, ein absolutes High-End-Wheel. Wie das geschieht, ich nehme euch jetzt hier mit der Kamera mit und gucken wir uns das jetzt mal in einer Aufnahme an. Ihr könnt hier das Grid Engineering MPX Wheel sehen, das jetzt eben mit diesem Quick Release verbunden ist. Quick Release heißt klarerweise auch hier, ihr könnt diesen abnehmen, wie gewohnt bei den anderen Wheels von Asetek, und wieder aufsetzen und der Hardmount ist erledigt, das Lenkrad angebracht. Jetzt müsst ihr klarerweise diese ganzen Signale, um jetzt die Shifter belegen zu können, die ganzen Buttons und so weiter und so fort, die müsst ihr jetzt anders an den PC bringen. Das gelingt jetzt klarerweise nicht über die Wheelbase, sondern in dem Fall über ein USB-Kabel, hier durchgeschleift durch die Halterung. Dann geht es auf dieser Seite weiter und da habe ich euch dies bereits gezeigt. Da habt ihr so eine kleine Adapterbox für die Stromversorgung und wiederum für das USB-Kabel. Und dieses führt dann zu dem PC und ihr belegt dieses Lenkrad ganz wie ihr wollt, verwaltet dies in dem Fall über SimHub. Jetzt zeige ich euch kurz, wie dies relativ einfach Plug-and-Play funktioniert. Lasst mich die Kamera kurz hier umstellen, dass ihr mich gut sehen könnt. Und dann springe ich für euch jetzt hier gleich rein ins Rig. Und die Party kann losgehen. Seht ihr, das funktioniert einwandfrei, Plug-and-Play. Wir sind jetzt in dem Fall wirklich mit einem Mix diverser Hersteller unterwegs. Das heißt, in dem Fall haben wir ein SimLab X1 Pro Rig. Wir haben darauf montiert die ImSim Talento Pedale, auch High-End-Pedale, die ich in Kürze für euch reviewen werde. Die Speerspitze von Asetek in Form der Invicta Direct Drive 27 Newtonmeter Wheelbase, ein High-End-Lenkrad von Grid Engineering und diverse andere Peripherie, klarerweise auch hier Motion von Simrig in Form des Simrig SR2 am Rig. Ja, Buttonbelegung, wie gesagt, funktioniert einfach. Buttonbinding direkt über den PC im Spiel und die ganzen LEDs, das läuft jetzt über SimHub, wie ich euch dies auch im Review gezeigt habe. Ihr habt hier ganz normal wie gewohnt die Drehzahl APMs hier auf diese Buttons gelegt und sämtliche andere Dinge, keine Ahnung, Traction Control habe ich hier auf diesen Farbencoder gelegt. Seht ihr hier, Traction Control Off, Stufe 1, 8, 7 und so weiter. Oder hier auf den linksseitigen Button habe ich mir den Force Feedback Multiplier gesetzt, um das Force Feedback in-game kräftiger oder schwächer setzen zu können. Ihr merkt klarerweise, wenn ihr mit so einem Wheel unterwegs seid, da habt ihr nochmal einen Sprung zu dem Forte Wheel. Dieses Ding kostet auch das Doppelte, nochmal eine brutalere, massivere Vollmetallbauweise. Auch darüber haben wir in einem Review zu diesem Wheel gesprochen und ich werde dann noch etwas näher jetzt auf die Verbindung mit so einem Wheel und einer Asetek Wheelbase dann im Invicta Review eingehen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Dieses Forte Review, bei dem ich jetzt diese Szenen mit reinhänge, das sprengt zeitlich sowieso schon den Rahmen. Wir sprechen dann, wie bereits jetzt erwähnt, im Invicta Review darüber, wie sich dies eben auswirkt. Und am besten springen wir jetzt zum nächsten Kapitel. Setzen wir fort mit Kapitel Nummer 15, unser Hauptkapitel, der Rennstreckentest. Dazu springen wir am besten wieder live ins Rig. Viel Spaß damit, nehmt euch Zeit, es wird sehr ausführlich. Im heutigen Rennstreckentest sprechen wir über einige Anwendungen, die ich jetzt in den letzten Wochen, Tagen für euch stundenlang getestet habe. Beginnen wir mit Assetto Corsa Competizione, einem GT3 auf Spa.
Ich bin jetzt hier an dem Simitic K2 Airrig unterwegs, dann mit diesem Table Mount, hier alles verbaut, die Forte 18 Newtonmeter Wheelbase, das Forte Formula Lenkrad, hier Pedale EasyTech, ebenso aus der Forte Serie und jetzt über meine Erfahrungen über die letzten Tage, Wochen und Monate. Was fällt dir auf den ersten Blick auf, wenn du jetzt dich auf das Force Feedback konzentrierst? Ich habe die Effekte, wie bereits im Software-Kapitel erklärt, diese höheren Frequenzen zugelassen, das Ganze etwas rauer gestellt, diese Slew Rates auf um die 2,5 bis 3 Newtonmeter pro Millisekunde hochgesetzt. Und was du auf den ersten Blick spürst, ist hier meistens gleich abseits der Piste. Wunderbar die Rumble Strips. Dann hier dieses eingelassene Kanalgitter, das könnt ihr hier fast gar nicht sehen. Aber du fährst hier drüber über diesen Kanalgitterstreifen und du spürst diese feinen Vibrationen 1:1 am Lenkrad. Das fühlt sich wunderbar an. Da hast du auch Wheelbases, die diesen Effekt gar nicht an deinen Rim bringen. Aber hier, auch hier rechts, könnt ihr das mal selbst testen. Wenn ihr jetzt über einen Rumble Strip fährt und daneben dieses Kanalgitter, diese wunderbar feinen Effekte, wenn ihr hier drüber fahrt, da spürt ihr so ein feines Vibrieren in eurem Lenkrad. Wunderbar fühlt sich dies an. Das ist meistens mein erster Test, wenn ich eine Wheelbase neu teste, wie dies dann entsprechend rausgefiltert wird oder ob eine Wheelbase das entsprechend über das Force Feedback so umsetzt. Dann hier jetzt gleich mit Vollgas auf die Eau Rouge zu. Wie sieht es aus mit den Effekten, mit diesem Holding Torque? Ihr wisst, dieses Drehmoment, das über mehrere Sekunden gehalten werden muss. Auch hier mal reingeprätert und wieder voll drauf. Und auch hier wunderbar dieser Holding Torque hier durch die Eau Rouge, wo ihr spürt, wie sich dieses Force Feedback eben entsprechend aufbaut. Auch abseits der Piste klarerweise, hier spürt ihr, wie euer Reifen hier verlauft zwischen der Grasnarbe und entsprechend eben der Strecke. Oder jetzt, wenn ihr hier jetzt innenseitig schön reinbremst und hier die Curbs wiederum mitnehmt, dann auch hier wunderbar zu spüren. Ihr hört vielleicht, ich weiß nicht über mein Mic, ob ihr dies hören könnt, so ein leichtes, dumpfes Vibrieren. Das ist der Direktheit dieser ganzen Verbindung geschuldet. Wenn ihr jetzt eine Wheelbase mit entsprechenden Force-Feedback-Effekten rau betreibt, sehr transparent, dann werden diese Frequenzen, insofern die nicht geschluckt werden von einem zu weichen Quick-Release oder sonst irgendwas, direkt dann auch an euer Rig weitergegeben und dann hört ihr diese feinen oder tiefen Frequenzen auch über dieses Rig beziehungsweise über die Resonanzen des Rigs. Das ist für mich immer so ein Faktor, dass ich sehr transparente Settings am Start habe, mit denen ich mich sehr wohlfühle, wenn ich auch so eine Resonanz, so eine Rückmeldung dann über mein Rig bekomme. Das waren sofort meine ersten Effekte, die ich so wahrgenommen habe. Für mich bei der Inbetriebnahme out of box waren für mich persönlich diese Settings zu stark runtergedämpft. Zu neutral, zu brav, zu weich eingestellt, so würde ich dies jetzt formulieren. Und hier rate ich sofort in der RaceUp Software, wenn dir jetzt vorkommt, du spürst diese Effekte nicht so raus, wie du dies jetzt willst oder zu wenig transparent, keine Angst, hier ist in meinen Augen out of box zu viel runtergedämpft. Zieh die Regler etwas nach oben, wie im Software-Kapitel erklärt, und dann wirst du wunderbar unterwegs sein und genau das rausspüren, was du eben rausspüren solltest und willst bei einer Direct Drive Wheelbase. Ja, über diese anderen diversen Dinge will ich auch mit euch in anderen Spielen heute sprechen. Darum machen wir hier bei Assetto Corsa Kompetitionen mal einen Cut und ich springe ins nächste Spiel für euch rein. Bis gleich. So, weiter geht's hier mit Automobilista 2. Ich bin hier in so einem V8 Stockcar-Rennen unterwegs, so 500 PS Boliden sind dies, die gerne über die Hinterachse kommen. Hier könnt ihr gut rausspüren, dieses Übersteuern von dem Fahrzeug, wie ihr dies abfangen könnt. Automobilista 2, ein in meinen Augen underrated, unterbewertetes Spiel, hat sich spitzenmäßig entwickelt in Sachen Force Feedback, Spitzengrafik. Die haben ja das alles von Slightly Mad Studios, den Project Cars Machern, gekauft. Tolle VR-Implementierung und haben Gott sei Dank dieses ganze Force Feedback, das ganze Drumherum komplett anders aufgestellt, weg vom Arcadigen hin zu Simracing. In meinen Augen eine Top-Simulation, die in eurem Simracing-Portfolio nicht fehlen sollte.
Wie sieht es aus mit dem Force-Feedback bei Automobilista 2? Super hier über die Curbs, wunderbar diese Rumble Strips. Gefällt mir extrem gut, was hier rumkommt am Lenkrad. Neutral gut abgestimmt, ihr habt hier gesehen, das eben erwähnte Übersteuern lässt sich wunderbar hier abfangen. Ich bin jetzt hier mit einem Drehmoment von um die 12 Newtonmeter, würde ich sagen, unterwegs. Sehr angenehm, auch für mich jetzt langstreckentauglich. Auch hier wiederum beim Kurvenausgang habt ihr gesehen, lässt sich wunderbar abfangen, alles sehr neutral, gefällt mir wunderbar gut. Auch hier jetzt in diesen länger gezogenen Kurven gut zu spüren, der Gripaufbau, wie es von diesem niedrigen Torquebereich auf einen höheren Torquebereich, wenn er entsprechenden Anpressdruck hier bekommt und euer Force-Feedback euch dies rückmeldet. Auch hier wunderbarer Gegendruck am Lenkrad, um hier kontrolliert durch dieses S-Kurvengeschlängle durchzukommen. Innen wieder über die Curbs, fühlt sich wunderbar an, einen leichten Drift nach außen und auch hier alles klar. Wie sieht es aus mit der ganzen Armhaltung, Lenkradhaltung, wenn ihr jetzt in solchen Rennen über viele Runden unterwegs seid? Ihr habt eine sehr angenehme Griffhaltung mit diesem Lenkrad, das in Richtung der goldenen Mitte von 30 cm geht. Ihr habt alle Bedienelemente prima erreichbar. Ihr habt diese Thumb-Encoder, die ihr direkt erreichen könnt, sämtliche Buttons. Dann habt ihr diese Switch-Schalter. Ihr habt diesen Thumb-Encoder erreichbar. Ihr habt links und rechts zusammengezählt. Ich habe es noch nicht subsumiert, aber auf den Schlag schätze ich jetzt 20 Positionen, ohne das Lenkrad aus der Hand nehmen zu müssen, die ihr entsprechend belegen könnt mit Traction-Kontrolle, mit Force-Feedback-Multiplier, mit DRS. Keine Ahnung, wie ihr dies gewohnt seid, aber ihr werdet in Sachen Inputmöglichkeiten mit diesem Lenkrad definitiv keine Einschränkungen hinnehmen müssen. Ein nächster wichtiger Punkt für uns ist, wie sieht es jetzt aus mit diesen ganzen LEDs, wie kann ich von LEDs profitieren? Je nachdem, wenn dies jetzt in Spielen implementiert wird und du hast eine Gelbphase, rotes Flaggensignal, kann dies jetzt über die Wheelbase wiedergegeben werden, über diese Streifen hier oder über die Flag-LEDs hier entsprechend am Lenkrad. In Sachen APM-LEDs, mir persönlich gefällt dieses Inside nach Out sehr gut und ebenso gut gefällt mir, dass hier dieser Schaltzeitpunkt hier in Richtung nach oben gezogen wird. Das heißt, wenn du jetzt entsprechend ohne ein Dashboard oder sonst was unterwegs bist, dann heißt es für dich, beispielsweise jetzt in dieser Perspektive hier, Heckperspektive oder Stoßstangenperspektive, und du einen cleanen Bildschirm haben möchtest, du kannst hier über diese LEDs wunderbar den Schaltzeitpunkt dann aus deiner Peripheriesicht wahrnehmen. Was meine ich damit? Du guckst mit den Augen auf den Bildschirm und wenn jetzt hier so die LEDs hier nach oben kommen und ich konzentriere mich jetzt hier auf den Bildschirm, sehe ich trotzdem über meine Peripheriesicht hier oberseitig diese LEDs flickern, um somit den entsprechenden Schaltzeitpunkt nicht zu verpassen und hier unterwegs sein zu können. Ihr hört auch jetzt hier über die Resonanzen, über mein Rig, wie wunderbar diese Force-Feedback-Effekte hier wiedergegeben werden. Unbedingt meine klare Empfehlung, Automobilista 2, ein Spiel, das sich über die Zeitpunkt nach dem Release gemausert hat, immer besser geworden ist. Guckt unbedingt rein. Wir springen zur nächsten Anwendung. Ich möchte euch noch einiges jetzt erzählen und machen an dieser Stelle jetzt kurz Pause. Weiter geht's mit Formula 1 2021, habe ich jetzt gerade für euch hier am Laufen. Und kurz zu meinen Eindrücken auch zu dieser Anwendung. Ich habe das entsprechende Profil aktiviert, angepasst, wie gezeigt im Kapitel Software, Lenkwinkel 360 Grad runtergesetzt und schon kann die Party losgehen. Ihr hört jetzt, ich habe wiederum sehr raue Settings eingestellt. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Curbs mitnehme, dann hört ihr über mein Rig einige Effekte. Was ihr auch hören könnt ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, dieses leichte Rattern, das kommt jetzt von meinem Rig, aber du bekommst nichts jetzt aus der Wheelbase jetzt, aus deinem Lenkrad hier in irgendeinen Scheppern raus. Das heißt, wunderbar glatt läuft hier alles zusammen und diese Resonanzen, die eben jetzt hier hörbar sind, haben jetzt nichts mit einem Quick Release oder dem Lenkrad zu tun, sondern das ist diese direkte, harte Verbindung, die jetzt hier sich über mein Rig überträgt.
Ich bin mit einer Force Feedback Power hier auch bei Formel 1 jetzt um die 12, 13 Newtonmeter unterwegs. Formula 1, da können wir jetzt darüber diskutieren, ein arkadiges Spiel oder doch eher Sim, je nachdem wie du dies einstellst, ist eine Geschmackssache, aber auf diese Diskussion möchte ich mich jetzt hier und heute nicht einlassen. Für euch viel wichtiger ist, was bekommt ihr an Force Feedback jetzt geboten? Und in meinen Augen ist dies eben so eine Top Force Feedback Performance, die jetzt hier Formel 1 an den Start bringt. Du spürst wunderbar hier die Curbs, die Rumble Strips, diese harten Schläge, die ich jetzt sehr rau wieder an die Wheelbase geliefert bekomme. Dies gefällt mir wunderbar gut. Ich schaue jetzt für euch noch mal kurz in meine Settings rein und gebe euch die jetzt wieder. Bleiben wir hier kurz mal stehen, hier mit Alt-Tab rausgesprungen in die RaceHub Software. Ich bin jetzt hier für euch mit einem Steering-Winkel 360, das High-Frequency-Limit, das setze ich jetzt sogar noch etwas hoch, um etwas mehr rauszuspüren. Torque Acceleration Limit, dieses Slew-Rate-Setting, egal, setzen wir dies jetzt einmal etwas runter noch auf 1 Newtonmeter pro Millisekunde, Save to Wheelbase. Das heißt, diese Beschleunigung, die habe ich jetzt etwas runtergenommen, dafür die höheren Frequenzen etwas raufgesetzt. Und weiter geht es jetzt auf die Strecke und jetzt könnt ihr hier hören, jetzt kommen diese Effekte nicht mehr so schnell oder so brutal ans Lenkrad, zumindest das spüre ich jetzt hier raus. Dafür etwas mehr an Hochfrequenz-Settings, die jetzt über dieses Setting dann weniger abgeschnitten werden, die ebenso an euer Lenkrad kommen. Eben, wie gesagt, für euch Geschmackssache, wenn du jetzt sagst, mir ist dies zu rau, mir sind zu viele hochfrequenzartige Force-Feedback-Effekte am Lenkrad, dann passe diese entsprechend an. Und hier würde ich jetzt den Tipp geben, du springst jetzt hier raus, wiederum mit Alt-Tab, raus aus dem Spiel, rein in die RaceHub Software und dann setzt du jetzt hier beispielsweise das High Frequency Limit hier in die RaceHub Software rein, runter, übertreiben wir mal, hier ganz runter auf 150 Hertz. Das heißt nur Effekte bis 150 Hertz, die werden an deine Wheelbase bzw. an dein Lenkrad gebracht. Die höheren Frequenzen darüber werden abgeschnitten, rausgefiltert, rausgenommen und dann sehen wir uns jetzt an, was hier wiederum auf der Strecke rumkommt. Wenn das Spiel mich jetzt wieder reinlässt, ich habe hier 1, 2, 3, 4 Monitore dranhängen und dieses Rumswitchen, das ist jetzt natürlich für die Anwendungen ab und zu nicht so prickelnd. Darum gibt es hier bei mir ab und zu immer Hänger, aber wenn ihr üblicherweise mit 1, 2 Monitore unterwegs seid, mit eurer gängigen Anwendung, dann werdet ihr hier keine Probleme haben. So, wie sieht es jetzt aus? Wir haben die hochfrequenten Effekte rausgenommen. Die werden jetzt auch nach oben hin abgeschnitten. Auch das kann ich jetzt gut rausspüren. Dann wirkt dieses Ganze etwas gedämpfter, nur die tieferen Frequenzen, die ich jetzt ans Lenkrad bekomme und somit die Charakteristik, die sich ändert. Ebenso hier sehr gut erkennbar sind unsere LEDs. Ich drehe hier mal etwas die Beleuchtung für euch runter. Gebt mir eine Sekunde. Dann machen wir etwas dunkel hier. Dann könnt ihr etwas besser hier nochmal die LEDs in Aktion betrachten. Und auch hier könnt ihr gut erkennen, optimal euer Schaltzeitpunkt, den ihr jetzt entsprechend angeboten bekommt. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt in dem Software-Setting, das fällt euch jetzt auf, kurz vor dem maximalen Schaltzeitpunkt die Werte etwas in meinen Augen zu weit runtergezogen. Das ist so nicht optimal. Geht auf die Shift Lights und dann seht ihr hier, in meinen Augen sollten wir hier in Richtung 97% hochgehen und hier die Kurve entsprechend auch anpassen. So in diesem Bereich. Oder wenn du jetzt sagst, dir gefällt eher dieses von links nach rechts, left to right, dieses Setting übernehmen. Jetzt werdet ihr gleich die andere Charakteristik hier nochmal zu Augen bekommen. Machen wir jetzt hier
und geben den Shift Lights in der Mitte, auch das ändern wir jetzt nochmal kurz. Ich klicke diese Shift Lights an, 1, 2, 3, 4, 5. Denen geben wir wieder eine grüne Farbe. Und dann sollten wir jetzt in-game erkennen, dass diese Werte übernommen wurden. Springen wir nochmal rein ins Spiel. Und dieses Blinken, das den nächsten Schaltzeitpunkt signalisiert, sollte jetzt näher an dem realen Schaltzeitpunkt sein. Auch hier empfehle ich euch, für euch entsprechend die Werte jetzt durchzutesten. Wie gefällt euch dies? Wollt ihr dies bereits bei 80% der maximalen Drehzahl signalisiert bekommen oder eben entsprechend erst kurz vor Schluss? Und jetzt könnt ihr gut erkennen, kurz bevor der entsprechende Schaltzeitpunkt im Haus ist, fängt dieses dann zu blinken an und ihr seid entsprechend mit dem Signal am Start. Das ist dann immer für euch wichtig, wenn ihr beispielsweise auch andere Perspektiven hier fährt oder einen komplett cleanen Bildschirm haben wollt, wo ihr dieses RPM-Drehzahlband nicht sehen wollt am Bildschirm, cleaner Bildschirm eben, dann könnt ihr euch jetzt hier auf eure Output, auf eure LEDs dann entsprechend verlassen. Ja, soviel zu Formula 1 2021. Sehr direktes Force-Feedback-Verhalten. Ich finde eine gute Straßenperformance, eine gute Performance, die das Force-Feedback hier an den Start bringt. Arcade hin oder her, in meinen Augen spielt dies keine Rolle, es macht Spaß, hier auch mit Formula 1 und diesem Asetek Forte Paket seine Runden auch im Formula 1 Simulator zu drehen. Springen wir weiter zu unserem letzten Game. Ich melde mich in Kürze bei euch. Schließen wir den Rennstreckentest für heute ab mit dem guten alten Assetto Corsa. Mein Alltime Favorite. Nach wie vor meistgedrehte Runden wahrscheinlich auf der Nordschleife mit diesem 488 GT3 Ferrari, um dies alles nochmal einordnen zu können. Hier wunderbar der Aufbau des Drehmoments, Peak. Ich bin mit einem sehr kräftigen Drehmoment jetzt unterwegs. Ich habe ein sehr raues Feedback hier eingestellt, wie ich dies liebe. Ihr hört diese Frequenzen über mein Rig, eventuell übers Mic. Wir sind hier mit Spitzen bis 15 Newtonmeter ungefähr unterwegs. Das seht ihr oben am Clipping-Meter eingeblendet. Ja, was spüre ich für euch jetzt raus? Hier innenseitig über diese feinen Kopfsteinpflaster direkt neben den Curbs, wunderbar. Dieses Force-Feedback jetzt spürbar. Dann entsprechend über die Bodenwellen drüber, hier über die kleine Kuppe. Das Leichtwerden des Lenkrads, die Resonanzen über das Rig, ich liebe dies. Wenn so ein Lenkrad, so eine Wheelbase genauso performt, so direkt. Ihr habt Stichwort direkt. Das, was ihr hier eingibt, genauso wie ihr denkt, genauso bekommt ihr dies jetzt über das Lenkrad hier geboten. Auch hier wunderbar Aufbau vom Drehmoment. Ihr seht schön Holding Torque in Richtung Clipping hoch, in Richtung 18 Newtonmeter. Brutal hartes, kräftiges Force-Feedback. Für einen Longstint zugegebenermaßen etwas jetzt zu hoch gesetzt. Da würde ich jetzt nochmal runtergehen um 2-3 Newtonmeter wahrscheinlich. Aber jetzt hier für meinen Abschlusstest, da hauen wir nochmal voll raus, alles was geht. Hier anbremsen, schön innenseitig drüber. Etwas die Vorderachse verloren, zu spät gebremst. Etwas untersteuern, auch das wunderbar rauszuspüren, provoziert diesmal absichtlich auf einer Rennstrecke, um so ein Force-Feedback auszuloten. Innenseitig diese feinen Kopfsteinpflaster, auch hier, das hört ihr sogar über die Resonanzen über mein Rig wunderbar rauszuspüren. Hier wiederum etwas früh ans Gas, provozieren wir etwas wunderbar zum Abfangen. Auch hier könnt ihr das Übersteuern extrem gut simulieren bzw. dann gegenlenken, um dies abzufangen. Auch diese Effekte gelingen wunderbar. Hier über die Bodenwellen, hier kurz vom Gas runter, Innenseite halten, drauf, Holding Torque, Drehmoment, länger gezogene Dreierkurve, auch da wunderbar. Hier über das ABS ruckeln am Lenkrad, auch das könnt ihr gut hören. Hier hört ihr, simulieren wir dies jetzt auch mal kurz, kein Scheppern vom Quick Release. Hört hier mal rein. Ich gehe mit dem Mic mal näher ran. Auch hier, das was ihr hier hört, kommt nicht aus der Wheelbase raus oder kein Scheppern übers Lenkrad.
Auch das sind die Resonanzen, die übers Rig kommen. Hier jetzt wieder früher ans Gas. Etwas abfangen, übersteuern, auch das gelingt wunderbar. Weiter geht's, wir sind jetzt mit Highspeed schon in Richtung Karussell unterwegs und dann zum echten Kriterium dieser Strecke. Ein Kriterium, das ich immer wieder liebe, auch nach vielen Jahren Simracing. Sehen wir zu, dass wir die Kurven hier noch etwas bekommen. Ich versuche jetzt neben dem Sprechen auch eine halbwegs saubere Linie hinzubekommen. Hier hart anbremsen, Kurve halten und jetzt mit hohem Drehmoment, um das für euch nochmal alles rauszusimulieren. Hier rein ins Karussell reinfallen lassen. Hier wunderbar ins Gas. Die Betonplatten spürt dies wunderbar ineinander gereiht. Ihr hört über die Resonanzen des Rigs wiederum, wie die Effekte jetzt an euer Lenkrad kommen. Auch hier diese tiefen Resonanzbereiche, den Downforce, den ihr gut rausspürt, das Leichtwerden der Vorderachse, wenn ihr jetzt hier etwas zu früh ans Gas geht und euch in den Kurven rausdrängen, rausschieben lässt. Auch hier sehr gut spürbar. Hier kurz vom Gas, Grip-Aufbau. Hier wiederum, dann gucken wir, dass wir innen über den Curb hier drüber leicht verpasst. Auch hier sehr gut rauszuspüren. Lassen wir etwas schieben über die Achse. Hier doppellinks, wieder ans Gas, hart am Anbremsen, innen den Curb bekommen und hier außenseitig wieder dieses feine Kopfsteinpflaster. Auch diese Effekte wunderbar. Hier früh ans Gas, Kopfsteinpflaster außenseitig. Perfekt. Innenseitig drauf, früh ans Gas, leicht übers Kopfsteinpflaster drüber. Und schon neigt sich diese Runde dem Ende. Jetzt über den Sprung. Auch da leicht werden vom Lenkrad, harte Resonanzen übers Fahrwerk. Sehr gut spürbar in meinen Augen. Etwas über den Curb. Hier leicht werden der Vorderachse, kurzen Mal in der Luft gewesen. Sofort wieder Grip aufgebaut. Auch das wunderbar. Und runter, Scheitelpunkt etwas verpasst, egal. Früh ans Gas drauf, raus und nochmal hier innenseitig über diese Betonplatten drüber gefahren, leicht während der Vorderachse. Einen schönen tiefen Resonanzschlag übers Fahrwerk. Auch das wunderbar. Und auf geht's auf die Döttinger Höhe. Eine Runde Nordschleife mit euch hier live. Forte Direct Drive Wheelbase 18 Newtonmeter. Hier mit sehr hohen, kräftigen Settings, sehr rauen Settings betrieben. Forte Formula Lenkrad. Macht einfach Laune. Ich habe jetzt viele Teststunden, viele Nächte hier für euch am Simulator verbracht, um hier alles rauszufinden. Dieses Ding läuft Plug and Play, absturzfrei in meinen Tests mit diversen Anwendungen. Klarerweise war ich für euch auch mit R-Factor 2. Ich habe sogar Dirt Rally probiert. Der Formfaktor dieses Lenkrads natürlich nicht unbedingt dafür geschaffen, aber hier wird Acetec hoffentlich bald Abhilfe mit neuen Lenkradmodellen schaffen. Ich würde sagen, wir fassen jetzt alles hier mal zusammen und ich melde mich in Kürze bei euch. Zurück von der Rennstrecke kommen wir auf die Zielgerade, die negativen, neutralen, positiven Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 16, das sind die Cons, die Nachteile.
Ein Nachteil ist, dass zum Direct Drive Wheelbase Release von Asetek noch sehr überschaubare Ökosystem und der Stand Februar 2023 noch fehlende Konsolensupport. Zum Start ist lediglich ein Lenkrad aus dem eigenen Hause erhältlich, welches sich ausschließlich für die Rennklassen Formula, teilweise GT und allgemeine Klassen eignet. Willst du mit Rallye oder Drift loslegen, heißt es erstmal Geduld haben, bis es entsprechende Lenkräder mit passenderen Formfaktoren aus dem Hause Asetek zu erwerben gibt. Zweiter negativer Aspekt ist der Nutabstand an der Unterseite der Base. Um die Wheelbase direkt an einem Rig montieren zu müssen, müsst ihr Löcher bohren. Hierbei wäre ein von Mitbewerbern gängiger Abstand in Sachen Nutzerfreundlichkeit die bessere Lösung gewesen, damit die Asetek Wheelbases out of box und somit direkt an gängige Rigs geschraubt werden können, ohne die Bohrmaschine und Lochschablone einsetzen zu müssen. Und letzter negativer Aspekt ist der in meinen Augen etwas zu hohe Preis für das Forte Lenkrad. Versteht mich an dieser Stelle bitte nicht falsch. Dieses Lenkrad bringt sehr viele positive Aspekte, über die wir noch im Anschluss sprechen werden, an den Start. Beim Preis von 650 € würde ich mir allerdings gerne die Clutch- und Magnetic-Pedals gleich dazu nehmen, dabei haben wollen. Und Standalone ohne diese Add-ons wären rund um die 550 € für das Formula Wheel für mein Bauchgefühl passender angesetzt. Somit bleiben um die 100 € Mehrpreis für das Wheel, der mir etwas schwer im Magen liegt. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 17, neutrale Aspekte. Die Haptik beim Forte Formula Wheel beurteile ich als neutral. Die Oberflächen und Buttons aus Verbundkunststoff hinterlassen, haptisch gesehen, ein solides Gefühl, nicht mehr und nicht weniger. Die Druckpunkte der Buttons sind ebenso als neutral zu beurteilen, genauso wie das Betätigungsfeedback der Schaltmechanik und der Thumb-Encoder. Etwas gewöhnungsbedürftig ist die Bedienung der oberseitigen Up-and-Down-Schalter, da diese nicht vertikal, sondern im 45-Grad-Winkel zu betätigen sind. Auf der anderen Seite kann dies eventuell einen ergonomischen Vorteil bringen, das ist aber auch eine subjektive und somit eher individuelle Beurteilung meinerseits. Die Haptik der Rubber-Griffflächen geht für mich als neutral durch. Hier würde ich mir haptisch edlere Alternativen wie Alcantara oder Ledergrips gleich zum Start wünschen. Da die Grips aber austauschbar sind, hoffe ich auf baldige Upgrade-Möglichkeiten, um das haptische Erlebnis auch für Nicht-Handschuh-Anwender wie mich zu verbessern. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 18, das sind die positiven Aspekte. Asetek vereint mit dem Quick Release das Beste aller Welten in Sachen spielfreier Verbindung, elektronischer Anbindung und gleichzeitig einer Nutzerfreundlichkeit, die sich im einfachsten Lenkradtausch aller meiner bisher getesteten Systeme niederschlägt. Die im Lieferumfang beigepackten Buttonboxes für On-Off und Torque-Off sehen professionell aus und lassen sich über die Montagelösungen hervorragend ins Rig integrieren, ohne dabei aufgesetzt oder drangefrickelt zu wirken. Die Einfachheit der Upgrade-Möglichkeiten mit Clutch bzw. Magnetic Pedals ist beeindruckend. Kein Gehäuse aufschrauben, keine Kabel verlegen, sondern lediglich eine Schraube reindrehen und die Sache ist in einer Minute erledigt. Der in die Wheelbase verbaute aktive USB-Hub mit den gewohnten USB-C-Anschlüssen macht Sinn und ich finde es gut, dass Asetek auf proprietäre Anschlussbuchsen verzichtet. Das Formula-Lenkrad überrascht, trotz Kunststoffverbundweise mit einer extrem hohen Stabilität. Dies ist wiederum verwunderlich, da ausschließlich das Gehäuse des Lenkrads für die Verwindungssteifigkeit zuständig ist, im Gegensatz zu anderen Wheels, wo fix verbundene Grips mit dem Gehäuse zusätzliche Stabilität an ein Lenkrad bringen können. Dies resultiert in einem absolut verwindungsfreien und knarzfreien Betrieb des Forte Formula Wheels, selbst wenn das Lenkrad unter verrückt hohen 27 Nm Volllast einer Asetek Invicta Base gequält wird. Ein weiterer Pluspunkt sind die austauschbaren Grips, die in Zukunft Anpassungsmöglichkeiten der Griffflächen in Sachen Größe, Materialien oder farblichen Akzenten bieten. Stand heute weiß ich noch nicht, was wir diesbezüglich von Asetek geboten bekommen, aber ich denke, dass dieses Feature der austauschbaren Griffflächen entsprechend umgesetzt wird. Eine hohe Spielekompatibilität gleich zu Release.
der einfache Umgang mit der RaceHub-Software und ein über alle meine Testrunden problemloser und absturzfreier Betrieb können als weitere Pluspunkte notiert werden. Es war von Beginn an das Gefühl, ein Plug-and-Play-Produkt im Einsatz zu haben, und dies setzte sich auch über die letzten Wochen bis hin zum Review fort. Die für uns wohl wichtigste Kategorie ist die Rennstrecken-Performance. Und an dieser Stelle liefert Asetek genau das ab, was ich bereits auf meinen ersten Testrunden vor einigen Monaten auf der SimRacing Expo 2022 vermutet habe, wo aber in meinen Augen noch einige Settings zu gedämpft voreingestellt waren. Mit meinen hier in meinem Haus in Richtung rauer Performance angepassten Settings spielt die Asetek Forte Wheelbase all das ans Lenkrad, was ich mir genauso erhofft, erwünscht und fairerweise gesagt auch erwartet habe. Die Performance, das Force-Feedback und die Direktheit sind auf höchstem Niveau und werden über den perfekten Quick-Release direkt so an deine Griffflächen, an deine Hände transportiert. Kapitel Nummer 19, das Fazit und die Kaufempfehlung. In Sachen Preis-Leistung steht für mich die Forte Wheelbase mit einer Power von 18 Newtonmeter im Preisbereich von rund um 1000 Euro und der gegebenen Ausstattung derzeit an der Spitze meiner bisher getesteten Wheelbases. Dies ist eine Steilvorlage für die Konkurrenz, an der sich Mitbewerber künftig orientieren müssen. Das kann ich nun nach einigen Wochen Testeinsatz sehr entspannt und ohne jeglichen Hype an euch rückmelden. Als Vorbesteller kannst du dich sehr entspannt zurücklehnen und dich auf ein großartiges Stück Simracing-Peripherie freuen. In Sachen Lenkradportfolio heißt es aber geduldig sein, wenn du Modelle aus dem Hause Asetek beziehen willst. Im Gegenzug finde ich es gut, dass Asetek gleich zu Release einen Quick-Release-Adapter für Drittanbieter-Wheels bereitstellt und somit unterstreicht, dass die Offenheit gegenüber Mitbewerbern gegeben ist. Das, was Asetek in Sachen Rennstrecken-Performance bietet, führt in meinen Augen zu einer klaren Kaufempfehlung. Wie im Disclaimer erwähnt, verdiene ich an Asetek-Käufen von euch keinen Cent, da ich Affiliate-Partnerschaften im Gegensatz zu den meisten anderen YouTubern ablehne. Ich gebe euch nur das wieder, was ich nach vielen Jahren und unzähligen Testkilometern mit diverser Simracing-Peripherie empfinde. Bitte beachtet zu Beginn unbedingt auf die Parameter in der RaceHub-Software. Für meinen Geschmack ist das Force-Feedback im Auslieferungszustand etwas zu neutral und etwas zu gedämpft, und ich rate hier auf jeden Fall, die Einstellungen entsprechend eurer Vorlieben anzupassen, um Effekte noch direkter, transparenter und rauer geboten zu bekommen, wenn ihr ähnliche Simracing-Vorlieben wie ich teilt. In Sachen Kosten müsst ihr mit dem Forte Bundle realistisch budgetieren, da sich der Preis samt Lenkrad und Pedale schnell in Richtung 2000 Euro subsumiert. Somit spricht Asetek auf alle Fälle Simracing-Fans mit hohen Ansprüchen an, die ein entsprechendes Rig zur stabilen Befestigung in Planung haben. Insofern euch dieser Preisbereich zu teuer ist, wartet bitte meine Tests mit Aseteks La Prima ab, die in den nächsten Wochen folgen werden. Zusammengefasst kann ich Asetek gratulieren, diese Simracing-Peripherie samt High-End-Pedale, Wheelbases und Lenkrad in sehr, sehr kurzer Zeit auf den Markt gebracht zu haben. Preis, Leistung, Performance und Nutzerfreundlichkeit stimmt. Ich freue mich auf weitere Peripherie aus dem Hause Asetek, die ihr von heute an in meinem Simracing Testcenter selbst unter die Lupe nehmen und live testen könnt. Alles zum Thema Buchen und Besuchen findet ihr auf meiner Homepage. Nutzt bitte das entsprechende Kontaktformular. Vor einem spannenden Ausblick über die geplanten Asetek Reviews und andere Peripherie seid nun ihr am Zug. Wie gefallen euch die neuen Asetek Produkte und denkt ihr daran, auf den Asetek Zug aufzuspringen? Bitte vergesst an dieser Stelle nicht, meinen Kanal zu unterstützen, da ich ausschließlich auf euren Support angewiesen bin und ich auch in Zukunft keine Affiliate-Links anbieten werde. In diesem Punkt steht meine Meinung, dass sich diese extrem ausführlichen Reviews nur dann für euch lohnen, wenn dies möglichst objektiv geschehen kann und ich euch bei einem Besuch in meinem Testcenter nicht zum Kauf eines bestimmten Herstellers hinberaten werde, wenn ich dann im Hinterkopf habe, dass ich an Affiliates etwas mitverdienen würde. Kapitel Nummer 20, der Ausblick.
Parallel zu den Forte-Testläufen ist bereits die Asetek Invicta Wheelbase voll im Einsatz. Auch hierzu wird es in den nächsten Wochen bzw. Monaten Tests geben. Gleiches gilt für die von euch vielmals gewünschten Testvergleiche. Ich werde das Asetek Portfolio den üblichen Mitbewerbern wie Fanatec, Moza Racing und auch Simucube gegenüberstellen und wir werden sehen, wer den Platz als Sieger verlässt. Gleiches gilt auch für das Asetek La Prima Portfolio, welches sich ebenso mit den Direct Drive Mitbewerbern wie Logitech, Thrustmaster, Moza Racing und Fanatec DD Pro messen wird und messen muss. Abseits von den Asetek-Tests läuft seit einigen Wochen das IMSIM Talento High-End Pedalset bei mir im Haus im Langzeittest. Von Cube Controls wird es Ende Q1 2023 neue Dinge geben und Asher Racing ist ebenso auf dem Weg zu mir. Den Testvergleich Thrustmaster 818DD vs Fanatec Pro vs Logitech Pro bin ich euch auch noch schuldig, aber der kommt, versprochen. Also dann, ich bedanke mich wieder einmal fürs Dabeisein. Vielen Dank für eure Zeit, für eure Geduld, den Support in meinem Kanal. Abo und Like freuen mich und wir sehen uns. Grüße bis zum nächsten Mal, euer Ron.